Fake it till you make it. Ein in der Startup-Szene schon legendärer Rat, den nahezu alle zu beherzigen scheinen. Da wird unbeirrt und Jahr für Jahr aufs Neue die Einführung eines Autopiloten bei einem amerikanischen E-Auto-Produzenten angekündigt. Diverse möchtegern Steve Jobs rennen in schwarzen Rollkragenpullovern herum, bis sie dann, siehe Elizabeth Holmes oder Markus Braun, im Knast sitzen oder eine schlichte Bürovermietung wird, wie bei WeWork, zur Lebensphilosophie gehypt. Alles nur eine bedauerliche Entwicklung, die den Kampf von Silicon Valley-Gründern um Venture-Kapital entspringt? Ein Geschäftsgebaren, das in der guten alten Zeit vollkommen undenkbar gewesen wäre? Nein. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass zum Beispiel Johannes Gutenberg, ähnlich wie ein gewisser Herr Musk, seine Geldgeber fortlaufend mit sehr optimistischen Prognosen über die Fertigstellung seiner Erfindung hinhielt. Doch heute soll es nicht um Blender gehen, die dem schnöden Mammon oder einer fixen Idee hinterherliefen, sondern um eine Figur, die im zarten Alter von 17 einen Thron bestieg, der ihr zu klein schien und so zum Stammvater einer der größten Mächte wurde, die die Erde je sah. Ihr Schwiegervater übernimmt die Firma ihres ermordeten Großvaters und beruft all seine Freunde in den Vorstand. Sie hingegen bleiben ausgeschlossen und dürfen, wenn überhaupt, nur am Katzentisch als stiller Beobachter fungieren. Das wäre, da bin ich mir sicher, ein ziemlich mieses Gefühl, oder? Nun, genau das widerfuhr mehr oder minder dem Helden unserer heutigen Ausgabe, dem jungen Rudolf IV., Herzog von Österreich. Um zu verstehen, wie tief das Gefühl der Demütigung empfunden werden musste, starten wir dort, wo heute der Beginn Österreichs verortet wird. Ziemlich genau 200 Jahre vor der eigentlichen Geschichte. Im Jahr 1156 und bei einem Adelsgeschlecht, das bald aussterben sollte, den Babenbergern. Kaiser Friedrich Barbarossa hatte ein Problem. Ein Problem namens Heinrich der Löwe. Dieser hatte ihm, den großen Staufenkaiser, bei der Wahl zum König des Heiligen Römischen Reiches unterstützt und erwartete hierfür einen Akt der Dankbarkeit. Für den Welfen Heinrich hieß dies, dass er das seiner Familie 1139 entzogene Herzogtum Bayern wieder zurückhaben wollte. Blöd nur, dass dort die Babenberger regierten, die nicht zuletzt aufgrund ihrer Treue zu Friedrichs Onkel, Kaiser Konrad IV., genau dieses Herzogstum erhalten hatten und wenig Grund dazu sahen, es nun wieder abzugeben. Friedrich brauchte jedoch die Unterstützung Heinrichs dringend für einen geplanten Feldzug in Italien und so musste eine Lösung her, die den Löwen befriedigte und gleichzeitig die Babenberger nicht zu sehr gegen ihn aufbrachte. Um diese Lösung zu finden, lud er zu Verhandlungen ein. Allerdings tauchte der Babenberger, Heinrich II., auch Jasomirgott genannt, schlicht entweder nicht auf oder verweigerte die Aufnahme von Gesprächen mit dem Hinweis auf Formfehler. Irgendwann reichte es sowohl dem Kaiser als auch einem Großteil der Fürsten des Heiligen Deutschen Reiches. Jasomirgott hatte vielleicht eine Nichte des byzantinischen Kaisers geheiratet, aber er hatte auch gegen die Ungarn verloren und war an einem katastrophal gescheiterten Kreuzzug beteiligt gewesen. Seine Hausmacht war dementsprechend schwach. Also wurde ihm per Beschluss anlässlich eines Hoftages 1156 Bayern entzogen, aber nicht ganz. Einerseits konnte Friedrich die Tatsache, dass die Babenberger auf ihre Stammlande am Rhein zugunsten einer Belehnung mit dem Herzogtum Bayern 1136 verzichtet hatten, nicht einfach ignorieren. Andererseits wollte er Heinrich den Löwen, wie er später feststellen sollte, zu Recht nicht zu viel Macht zugestehen. Also wurde der östliche Teil Bayerns abgetrennt und ein neues Herzogtum namens Österreich geschaffen. Jasomirgott konnte damit gut leben, immerhin hatte er die letzten Jahre ohne dies mehrheitlich dort verbracht und, ebenso wichtig, wurde ihm der Abschied vom bayerischen Kernland mit einem Haufen Privilegien versüßt. Diese besonderen Rechte wurden ihm schriftlich im sogenannten Privilegium Minus verbrieft und sicherten ihm und seinen Nachkommen ganz besondere Rechte, die ihn unter den deutschen Fürsten hervorhoben. Anders als andere Herzöge konnte er Steuern auf kirchliche Güter erheben. Im Falle einer kinderlosen Ehe konnte er bzw. seine Frau eigenmächtig entscheiden, wer die Nachfolge antreten solle. Es wurde damit explizit auch eine weibliche Erbfolge anerkannt.
Jasomirgott musste nur zu Hoftagen erscheinen, insofern diese in Bayern oder in Österreich stattfanden. Die Pflicht zur Heeresfolge, also der militärischen Unterstützung des Königs, war auf die Österreich direkt angrenzenden Territorien beschränkt. Diese Privilegien sorgten für eine maßgebliche finanzielle Entlastung des neuen Herzogtums und bedeuteten außerdem, dass Österreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches eine gewisse Sonderstellung mit einem außergewöhnlich hohen Grad an Selbstständigkeit gewährt wurde. Nachdem die Linie der Babenberger 1246 in männlicher Erbfolge erlosch, prügelte sich der europäische Adel förmlich um die Heirat mit einer der verbliebenen weiblichen Erben, würde dem glücklichen Gewinner doch die Herrschaft über Österreich anheimfallen. Die älteste Nichte des letzten Babenberger Herzogs wurde schließlich von einem Markgrafen Wladislaw von Mähren, einem Verwandten des böhmischen Königs, geehelicht. Dieser hatte allerdings nicht lange Freude an seinem großen Fang, da er ein paar Monate nach der Hochzeit verstarb. Die Witwe heiratete daraufhin erneut, dieses Mal einen badischen Markgrafen namens Heinrich IV. Aber auch dieser verstarb rasch, wenn auch nicht ganz so schnell wie sein Vorgänger. Die Zeit hatte jedenfalls gereicht, einen Thronfolger zu zeugen, der allerdings 19-jährig das Pech hatte, in Neapel geköpft zu werden, nachdem er einen Nachfolger Friedrich Barbarossas bei der Rückeroberung Italiens zu helfen versuchte. In Österreich hatte Friedrich ohne dies nichts zu melden gehabt, da die Böhmen bereits 1251 dort einmarschiert waren und per Heirat des Königssohnes Ottokar mit der Schwester des 1246 verstorbenen Babenberger Herzogs die Herrschaft übernommen hatten. Die nun bereits zweimalige Witwe und Mutter Friedrichs hatte daraufhin spontan ihre tiefe Liebe zu einem Verwandten des ungarischen Königs Bela IV. Entdeckt, diesen geheiratet und um militärischen Beistand gebeten. Doch nachdem die Böhmen sich trotz einiger Bemühungen der Ungarn letztlich behaupten konnten, zogen sich die Magyaren wieder zurück und der königliche Gemahl ließ sich mit dem Verweis auf eine niemals erfolgte Vollziehung der Ehe scheiden. Im Frieden von Ofen einigten sich Böhmen und Ungarn auf eine Teilung des Herzogtums. Die Böhmen behielten Österreich, die Ungarn erhielten die Steiermark. Der Ofen war allerdings wohl ein bisschen zu heiß, denn der Frieden hielt nicht lange und nach einem weiteren Feldzug verlor Bela IV. Die Steiermark erneut an Böhmen. Ottokar war nun also König von Böhmen und Herzog von Österreich, allerdings nur bis 1278. Ottokar war nämlich in der Zwischenzeit recht unangenehm aufgefallen. Die Bestrebung, seine Macht durch fortlaufenden Zugewinn an Territorien auszubauen, stieß den deutschen Fürsten zunehmend sauer auf. Als nun der Habsburger Rudolf I. zum König des Heiligen Römischen Reiches aufgestiegen war, schien die Zeit reif, den böhmischen Expansionswillen einen Dämpfer zu verpassen. Die Herrschaft über Österreich war in den Augen der Zeitgenossen nicht wirklich im Sinne der anerkannten Erbfolge auf Ottokar übergegangen, zumal er seine Babenberger Gemahlin 1261 einfach verstoßen hatte. Somit wäre das Lehen wieder an den König zurückgefallen. Da Ottokar das aber ganz anders sah, kam es zum Krieg und dieser gipfelte in einer der größten Ritterschlachten, die Europa je sah. Am 12. August 1278 standen sich ca. 20 Kilometer nordöstlich Wiens bei der Ortschaft Dünkrut etwa 60.000 Männer verteilt auf zwei Heere gegenüber. Am Abend waren dann ungefähr 12.000 Böhmen tot und Rudolf I. Herzog von Österreich. Die Habsburger hatten übernommen und würden ihre Macht erst mehr als 650 Jahre später wieder abgeben müssen. Schon dieser erste Habsburger König lebte den für dieses Adelsgeschlecht typischen dynastischen Gedanken und so überrascht es wenig, dass er sich sogleich daran machte, das Königtum erblich zu machen. Entsprechende Bemühungen wurden jedoch von den deutschen Fürsten durchkreuzt und so erfolgte nach seinem Tod 1291 zunächst die Wahl Adolfs von Nassau zum König, der dann allerdings bereits 1298 wieder abgesetzt wurde und von Rudolfs Sohn Albrecht I. als zweiten Habsburger auf dem deutschen Thron beerbt wurde. Eigentlich hervorragende Voraussetzungen für weitere Habsburger als römisch-deutsche Könige. Doch blöderweise geriet Albrecht in Streit mit seinem Neffen und dieser hatte nichts Besseres zu tun, als seinen Onkel den Schädel mittels Schwerteinsatz zu spalten. Die Kurfürsten entschieden daraufhin, dass es wohl besser wäre, nicht erneut einen Habsburger zum König zu machen. Eine Angewohnheit, der sie bis 1438 treu bleiben sollten. Und so ging diese Würde im mehr oder minder fröhlichen Wechsel zwischen Luxemburgern und Wittelsbachern hin und her. 1356 war der böhmische König Karl IV. An der Reihe und dieser hatte hinsichtlich der Königswahl eine ganz besonders verwegene Idee.
Über die letzten Jahrzehnte hatten Unstimmigkeiten zwischen den Fürsten immer wieder zur Wahl von Gegenkönigen geführt, die das Reich destabilisiert und geschwächt hatten. Wenn man ein allgemeingültiges Werk verabschiedete, das die Königswahl im Heiligen Deutschen Reich endgültig festlegte, so würde dies dazu führen, dass man solche Tendenzen einen Riegel vorschöbe. Bei dieser Gelegenheit könnte man auch gleich die Macht der Kirche, die sich sehr gern in die weltliche Politik einmischte, begrenzen und klarstellen, wer im Reich das Sagen hätte. Und so kam es zur Verkündigung der Goldenen Bulle, die am 10. Jänner 1356 proklamiert wurde. Diese stellte fest, dass 7 Kurfürsten mit einfacher Mehrheit und ohne päpstliche Mitsprache den deutschen König zu wählen hatten. Als Kurfürsten wurden benannt: der Erzbischof von Trier, der Erzbischof von Köln, der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg, der Erzbischof von Mainz. Man sieht rasch, was hier fehlt: ein Habsburger. Das war sowohl hinsichtlich der Bedeutung des Hauses Österreich als auch der Tatsache, dass der österreichische Thronfolger ein Schwiegersohn Karl IV. War, beachtlich. In Wien, das sich seit der Erteilung des Privilegium Minus eine gewisse Eigenständigkeit entwickelt hatte, musste vor allem aufstoßen, dass die Kurfürsten ganz besondere Rechte innehatten, die den Habsburger nicht gewährt wurden. So konnten Kurfürsten praktisch vollkommen autonom von jedweder Zentralmacht handeln, Universitäten gründen und ihre Untertanen unterlagen ausschließlich den jeweilig verantwortlichen kurfürstlichen Gerichten. Der Titel war darüber hinaus erblich, was bedeutete, dass man sein Kurfürstentum, anders als das Lehen eines Herzogtums, nicht wieder verlieren konnte. Eine Lösung musste her, das sah jedenfalls der Thronerbe so. Nach dem Tod Albrechts II., Herzog von Österreich, machte sich sein Sohn Rudolf IV. Daher ohne großes Zögern an die Arbeit. Gerade einmal 17-jährig rief er im Winter 1358/59, also unmittelbar nach der Thronbesteigung, einige verschwiegene und gut ausgebildete Juristen zusammen. Diese überlegten, was zu tun sei, um die Sonderstellung der Habsburger zu sichern. Die Idee war so verwegen wie, kackfrech. Man würde Dokumente finden müssen, die bewiesen, dass die Habsburger schon immer eine Sonderstellung eingenommen hätten. Da man trotz intensiver Suche solche Dokumente schwerlich finden würde, schon weil es sie nicht gab, würde man sie vorsichtshalber direkt neu aufsetzen. Das hätte auch den charmanten Vorteil, dass man nur Inhalte fände, die die gewünschten Positionen bestätigten. Fake it till you make it war geboren. Und was für ein Fake! In der Summe tauchten nun ganz überraschend 5 Schriftstücke aus den Jahren 1058, 1156, 1228, 1245 und 1283 auf. Im ältesten Dokument wurde bestätigt, dass Julius Caesar und Kaiser Nero der Region Noricum, die geschickterweise das Habsburger Kernland abdeckte, Sonderrechte zugestanden hatten. Das auf 1156 datierte Schriftstück ergänzte das zu diesem Zeitpunkt von Friedrich Barbarossa tatsächlich gewährte Privilegium Minus um völlige Unabhängigkeit vom Reich und gleichzeitig eine besondere Ehrenstellung des Landes. Etwas, was den alten Rotbart sicherlich überrascht hätte zu lesen. Das Schreiben aus 1228 bekräftigte im Namen des damaligen König Heinrichs VII. Die von Barbarossa angeblich gewährten Sonderrechte nochmals ausdrücklich. König Friedrich II. Besaß dann in einem auf 1245 datierten Dokument die Freundlichkeit, alles nochmals zusammenzufassen und gleichzeitig zu erwähnen, dass die Untertanen des Herzogs von Österreich ausschließlich herzoglicher Gerichtsbarkeit unterstünden. Die Übertragung all dieser wunderbaren Privilegien auf die Habsburger hatte schließlich König Rudolf I. höchstpersönlich in der auf 1283 datierten Urkunde bestätigt. Was für ein formidabler Fund und so überaus hilfreich! Das Kerndokument, das angeblich von Kaiser Barbarossa gewährte Privilegium Maius, wurde mit dem vom Original des tatsächlich ausgestellten Privilegium Minus abgetrennten Siegel versehen und das Schriftstück aus 1156 der Einfachheit halber verbrannt. Urkundenfälschung war im Mittelalter keine Seltenheit, doch die Qualität dieser Fälschung war so gut, dass eine Prüfung mit den damals vorhandenen Mitteln nur zu einem Ergebnis kommen konnte: die Papiere waren echt. Man hatte erstklassige Kalligraphen herangezogen und die jeweiligen Daten stimmten vollkommen mit den historischen Gelegenheiten, zu denen solche Schriftstücke hätten ausgestellt werden können, überein.
Auch die Formulierungen waren einwandfrei im Stil der jeweiligen Zeit gehalten. Das Ganze war dermaßen wasserfest gemacht, dass erst der Historiker Wilhelm Wattenbach 1852 sie mit Sicherheit als Fälschung enttarnen konnte. Das als Privilegium Maius bezeichnete Konglomerat an Dokumenten wurde 1360 dem König zur Bestätigung vorgelegt, wobei Rudolf IV. Allerdings keine Zeit verlor und umgehend anfing, den aus den Schriftstücken hervorgehenden Titel eines Erzherzogs zu tragen. Eine ureigene Schöpfung, die es bis dahin nicht gegeben hatte und ihn faktisch auf eine Stufe mit den in der Goldenen Bulle genannten Kurfürsten stellte. Karl IV. Wunderte sich schon sehr, als er um Anerkennung gebeten wurde und traute ganz offensichtlich nicht dem, was man ihm da präsentierte. Er veranlasste eine Prüfung. Der zufällig in Böhmen weilende Geschichtsgelehrte Francesco Petrarca wurde um seine Meinung gebeten. Als Kenner der Antike und Koryphäe seiner Zeit anerkannte Petrarca die Authentizität des Schriftstücks als echte Dokumente ihrer jeweiligen Epoche, stellte jedoch fest, dass zum Beispiel das sich auf antike Schriftstücke beziehende Dokument, welches die besondere Stellung der römischen Provinz Noricum innerhalb des Reiches durch Caesar und Nero bestätigte, insofern falsch war, als der unterzeichnete Heinrich IV. Als deutscher König 1058 wohl einer Fälschung aufgesessen sein musste. Insofern war das, was nun folgte, ein Skandal im Skandal, denn der König verweigerte die Anerkennung der Dokumente, auch wenn er einige der aus ihnen hervorgehenden Punkte, vorzugsweise jene, die ihn wenig kosteten, anerkannte bzw. diesen nicht aktiv widersprach. So kam es, dass Rudolf sich fortan auch Herzog von Krain, einem Teil des heutigen Sloweniens, nennen konnte und die Unabhängigkeit seiner Gerichtsbarkeit stillschweigend durchsetzte. Explizit anerkannt wurde das erstgeborenen Erbrecht und die Unteilbarkeit der Habsburger Länder. Allerdings untersagte der König Rudolf den Titel Erzherzog zu führen, was diesen jedoch nicht davon abhielt, sich innerhalb seines Herrschaftsbereichs dennoch so zu nennen. Es mochte Karl nicht gefallen, doch sein Schwiegersohn war dreist genug, sich nicht allzu viel um das königliche Feedback zu scheren. Das sorgte natürlich für innerfamiliäre Spannungen und beschädigte das Verhältnis zum Haus Luxemburg nachhaltig. Dennoch gelang es Rudolf durch geschicktes Agieren, die Stellung der Habsburger, nicht zuletzt durch den Gewinn Tirols, deutlich zu verbessern. Die bayerischen Wittelsbacher, die durch ihre Auslassung in der Goldenen Bulle ähnlich beleidigt waren wie die Habsburger, hatten das Nachsehen. Rudolf, der mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung auf die Residenzstadt Prag blickte, machte sich nun umgehend an den Ausbau Wiens. Mit der Gründung der Universität, die heute noch seinen Namen trägt, und der Auffrischung der Stephanskirche mit dem Ziel, einen eigenen Bischof zu installieren, setzte der kometenhafte Aufstieg der Hauptstadt ein. Man mag nun gerne behaupten, dass auch hier mehr Schein als Sein herrschte, denn der Uni fehlte zunächst die Anerkennung aufgrund des Mangels einer theologischen Fakultät, die im Mittelalter als elementar für eine Hochschule angesehen wurde. Und Wien bekam auch keinen Bischof, denn die Diözese Passau, zu der Wien gehörte, wollte ihren Einfluss in Österreich nicht aufgeben. Ähnlich wie im Falle des Erzherzogs fand Rudolf allerdings auch hier einen Kniff. Mit den Segen des Papstes ausgestattet, gründete man einen Kollegialstift, dessen 24 Mitglieder die roten Roben der Bischöfe trugen und direkt Rom unterstellt waren. Auch hier hatte Rudolf also dem Motto mehr Schein als Sein folgend einen Erfolg erzielt. In den lediglich 7 Jahren seiner Herrschaft, Rudolf starb mit 26 Jahren in Mailand, hatte er Österreich signifikant vergrößert, einen neuen Adelstitel kreiert und Wien in den Rang einer europäisch bedeutenden Stadt erhoben. Während materiell bis auf die Gründung einiger Städte in der Krain und der Zugewinn Tirols zu Ungunsten Bayerns zunächst nicht viel übrig blieb, so war es letztlich doch die immateriellen und größtenteils frei erfundenen Privilegien des Herzogs, die die Basis für den Aufstieg Österreichs zu einer Weltmacht und die Größe eines Habsburger Reiches, in dem die Sonne niemals unterging, gelegt hatten. Der dynastische Gedanke, der bereits durch Rudolfs Großvater gehegt wurde, führte dazu, dass das Generationenprojekt Habsburg ein durchschlagender Erfolg wurde. Während andere Adelshäuser sich häufig in Kriegen gegenseitig auslöschten, verfolgte man in Wien eine auf Langfristigkeit angelegte Politik der kontinuierlichen Expansion. Bella gerant, Ali, tu, Felix Austria, Nube. Kriege führen mögen andere, du glückliches Österreich heirate, wurde nicht zuletzt
dank dieses nachhaltigen Gedankens ein geflügeltes Wort. Bedenkt man, was Rudolf IV. Gelang, so ist es letztlich kein Wunder, dass Fake It Till You Make It im Silicon Valley einen fröhlichen Ursprung feiert. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass einem der ganze Fake auch ordentlich um die Ohren fliegen kann. Denn ohne die familiären Bande zwischen Karl und Rudolf wäre die Antwort aus Prag auf die anmaßenden Dokumente des Privilegium Maius wohl anders ausgefallen. Und ob Rudolfs Tendenz, dem Schein Vorrang vor dem Sein einzuräumen, auf die Dauer erfolgreich gewesen wäre, muss zumindest bezweifelt werden. Vielleicht war es für das Haus Habsburg auch einfach Glück, dass der selbsternannte Erzherzog starb, bevor er den Bogen überspannen konnte. Seine Nachfolger traten zumindest deutlich leiser auf und erst mit der offiziellen Anerkennung der Schriftstücke durch den Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Friedrich III. 1451 wurde der Fake harte politische Realität. In diesem Sinne, Austria est imperare orbi universo. Alles Erdenreich ist Österreich untertan. Bedenken Sie, dass es früher oder später für jeden Fake zum Schwur kommt und er sich an seinen Worten messen lassen muss. Auch wenn es in manchen Fällen mehr als 600 Jahre dauern mag und es eines Weltkrieges dazu bedarf. Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg. Vergessen Sie nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Bleiben Sie auf dem Boden der Realität und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe von 2 Cents. Servus, tschüss und auf Wiederhören.